Hallo meine Lieben, heute hat das lange Kurbeln endlich ein Ende. Was meine ich damit? Ich habe ja schon seit 6-7 Jahren die Big Shot von Sizzix, womit ich mein Papier präge und auch mit Stanzen arbeite. Und da habe ich bis jetzt eben die Big Shot gehabt und damit muss man natürlich immer das Ganze durchkurbeln. Vor und zurück, und ich fand das nicht ganz so praktisch, gerade weil ich sehr viel damit arbeite, und auch für die Videos war das nicht, naja, sagen wir mal, es war suboptimal. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache jetzt endlich mal ein Upgrade. Und zwar geht es um die Sizzix Switch. Die wollte ich euch heute zeigen. Das ist nämlich mein kleiner Upgrade. Und vielleicht hat es da aber trotzdem auch für diejenigen, die die Big Shot nutzen oder die Foldaway nutzen, ein paar hilfreiche Tipps und Tricks mit dabei, weil ich werde euch so ziemlich alle Varianten zeigen, die mit solchen Stanz- und Prägemaschinen zur Verfügung stehen. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Nur um euch den Vergleich zu zeigen, das war tatsächlich die erste Sizzix Big Shot, die ich mir gekauft hatte. Das war die große. Und ja, das war eben, wie gesagt, vor 6-7 Jahren. An und für sich war ich zufrieden damit. Das einzige Problem für mich war, dass die schon schwer ist. Und ich habe, vielleicht erinnern sich diejenigen, die schon länger auf diesem Kanal mit dabei sind. Ich hatte ja am Anfang zu Hause am Esstisch meine Videos gemacht. Das hieß dann, dass ich da nicht allzu viel Platz hatte, weil ich habe am einen Ende des Esstisches quasi gearbeitet und musste deshalb die Maschine immer wieder vom Tisch heben, wieder auf den Tisch heben, und das ist schon ein richtig schönes Gewicht hier. Deshalb fand ich das irgendwann nicht mehr ganz so praktisch und habe dann umgesattelt auf die kleinere. Das war die hier. Die ist schon praktischer und eben, wie gesagt, hat die jetzt letzten Jahre wirklich super Dienste geleistet. Ich war wirklich immer super zufrieden damit. Das Einzige war halt einfach das ganze Durchkurbeln die ganze Zeit, ne? Was mit der Zeit dann ich nicht mehr ganz so prickelnd fand, und deshalb eben das neue Gerät. Das ist es, was ich mir neu gekauft habe. Das ist die Big Shot Switch Plus von Sizzix. Es gibt auch andere Geräte. Ich habe mir das auch ein bisschen angeguckt, aber es hat mich keins wirklich mehr überzeugt als das, was ich gesehen habe bei der Switch. Und deshalb dachte ich mir, naja, ich war jetzt die ganzen Jahre so dermaßen zufrieden mit Sizzix, da gehen wir wieder mit der. Und vielleicht auch ein Thema, ich weiß, es verwenden viele, glaube ich, die Gemini heißt die. Die ist aber, ihr werdet das sehen, wesentlich lauter als die hier. Ja, aber das könnt ihr dann selber beurteilen, was ihr da besser findet. Ich habe extra die weiße genommen. Ich habe sehr viele Geräte in weiß und mein Studio ist auch weiß-grau quasi eingerichtet. Deshalb wollte ich hier so ein bisschen im Stil drin bleiben. Es gibt auch andere Farben, soweit ich das gesehen habe. Die schwarze ist von Tim Holtz. Da müsst ihr dann einfach gucken, was alles mit dabei ist. Ich glaube, ich würde behaupten, dass da weniger mit dabei ist. Der hat, glaube ich, wirklich einfach das Gerät. Ist aber dann trotzdem, glaube ich, der gleiche Preis. Das Gerät ist auch nicht etwas, was jetzt neu auf dem Markt wäre. Das gibt es schon seit einem Jahr. Ich habe bis jetzt einfach diesen Upgrade nicht gemacht. Aber naja, heute ist soweit und wir gucken uns jetzt an, was da mitgeliefert wird. Also, was haben wir hier dabei? Natürlich haben wir die Maschine. Dann habt ihr wunderbare große Platten. Einerseits die fürs Embossing, die Auflege für das Stanzen, die beiden Acrylplatten, wie wir es kennen, natürlich vorne so ein bisschen angeschrägt, damit, also auf beiden Seiten ein bisschen angeschrägt, damit das Gerät es dann auch besser greifen kann. Schöne ist, ihr habt hier auch immer schön drauf erklärt, was ihr mit welcher Zusammensetzung ihr was machen müsst.
gucken wir uns dann 1:1 an. Dann haben wir Adapter. Dummerweise, also ich habe den bei Craftelier bestellt und die kommen mit einem US-Stecker. Ich habe dazu einen Aufsatz für Deutschland gekriegt. Bringt mir jetzt in der Schweiz nicht allzu viel, ne? Von dem her habe ich einfach ein anderes Kabel genommen mit dem gleichen Anschluss. Und dann kann ich das hier einfach reinmachen und den mit meinem Schweizer Stecker verwenden. Einfache Lösung. Dann habt ihr zusätzlich einen 3D-Prägefolder. Den finde ich super cool. So sieht das besser, ne? Mit ganz vielen Herzen. Den gucken wir uns natürlich auch an. Dann haben wir ein Set an Framelits mit dabei. Framelits sind es dann, wenn ich nur einen RAM habe und keine Zwischenverstrebungen. Und dann 2 Packungen Thinlits. Eins extrem filigran und das andere hier mit so verschiedenen Blumen und Blättern. Das ist das. Und dann habt ihr auch nochmal, es steht eben auf der Platte drauf, wie ihr was nutzen müsst, aber hier habt ihr auch nochmal eine Anleitung, wo das dann alles drin steht. Kleiner wichtiger Hinweis hier noch, steht Warranty, das heißt die Garantie für das Gerät. Ihr habt 1 Jahr Garantie, wenn ihr das Ganze aber, also wenn die Maschine registriert, kriegt ihr dazu nochmal 2 Jahre Garantie. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall machen, dann habt ihr ganze 3 Jahre Garantie auf dem Gerät drauf. Die Maschine hat schon auch ein schönes Gewicht. Ist für mich jetzt nicht so schlimm, weil, ganz ehrlich gesagt, das Ding sieht so schön aus und wird ganz sicher ganz oft verwendet. Von dem her ist das ein fester Bestandteil hier auf meinem Tisch. Von dem her werde ich die auch nicht allzu oft hin und her heben müssen. Ich habe die jetzt auch gleich schon an den Strom angeschlossen. Das Schöne ist auch zum Hochheben, ihr habt auf beiden Seiten hat es so eine Einbuchtung, wo ihr da reingehen könnt und das wunderbar hochheben könnt. Es hat hinten einen Auslass. Das ist mehr so eine Klappe, die sich einfach hebt, sobald die Platten hinten rauskommen. Vorne Deckel aufmachen. Hier hat es noch ein bisschen Stauraum, je nachdem. Na, mal gucken, ob das funktioniert. Nee, das ist schon zu groß. Also extrem viel Platz hat es hier vorne drin nicht. Ich mache da ganz ehrlich gesagt aber auch nichts rein, weil ich mag das gar nicht so, wenn das Ganze dann herumklimpert, wenn ich das auf und zu mache. Von dem her bleibt das bei mir leer. Und ihr habt ganz einfach einen Ein- und Ausschalter und dann das, was glaube ich dem Gerät den Namen gibt, nämlich Switch, weil ich kann, wenn ich die immer noch sehe, das heißt, die noch nicht ganz drin ist, kann ich den Knopf drücken und dann kommt die wieder raus. Das heißt für mich jetzt extrem bequem, weil ich nicht immer das Ganze durchlassen muss, hinten wieder nehmen, die Platten nach vorne heben, sondern ich kann da ganz einfach den Knopf drücken und dann kommt die Platte wieder vorne raus. Das ist was super ist. Mehr Knöpfe braucht es nicht, weil der merkt es automatisch, sobald hier die Platte bereit ist, dass er die einziehen kann. Und das gucken wir uns auch gleich an. Aber was ich auch noch kurz sagen wollte, ihr habt gesehen, die Platten hier sind schon sehr groß für die Maschine, weil ich habe natürlich auch extrem viel Platz. Ich sage euch auch kurz, wie groß die Platte ist. Die Basisplatte ist etwas über 22,5 breit Zentimeter und etwas über 30 Zentimeter lang. Also da durchaus eine Größe, mit der ihr arbeiten könnt. Jetzt habe ich euch aber auch gesagt, dass ich andere C6-Geräte schon habe, also die Big Shot. Und von dem her habe ich hier auch die große Platte oder ich habe von der kleineren, von der Classic, habe ich zum Beispiel die Magnetplatte. Das funktioniert alles auch mit dem Gerät, weil die wirklich drauf geguckt haben, dass der Sandwich-Aufbau die gleiche Breite hat. Das heißt,
Da wurde wieder der gleiche Aufbau verwendet. Das heißt, wenn ihr euch gewohnt seid, wie ihr mit denen arbeitet, könnt ihr genau gleich weiterfahren. Etwas, was ich hier sagen will, na, man denkt jetzt zum Beispiel, das hat jetzt Platz, die kann ich jetzt so reinschieben, aber wenn ihr euch die Platten anguckt, die sind ja vorne ein bisschen, werden die schmaler und hinten, und genau so sind die gedacht, die zu verwenden. Das heißt, wenn das ganze Sandwich dann zusammen liegt, dass er das trotzdem gut greifen kann. Das haben wir auf den Seiten nicht, und deshalb würde ich euch auch empfehlen, das wirklich genau so zu verwenden. Das heißt, hier das Ganze so reinzuschieben und nicht so. Na? Kleiner Hinweis. Was ich persönlich jetzt aber nicht machen würde, ist irgendwelche, wenn ich Platten habe von einer anderen Maschine, würde ich da jetzt nicht irgendetwas anderes verwenden, weil es ist dafür gemacht, mit diesen Platten zu arbeiten, mit diesen Sandwiches. Ja, von dem her, ich würde jetzt eher mit dem fahren, was zum Gerät dazugehört oder eben aus einer anderen Sizzix-Reihe ist, und jetzt nicht irgendwie anfangen mit der von der Gemini oder so zu arbeiten. Jetzt gucken wir mal, mit was wir starten wollen. Ich würde sagen, ich finde diesen Embossing-Folder extrem cool. Von dem her starten wir mit dem. Jetzt sind die 3D Prägefolder sind ja massiv dicker als die normalen. Ich zeige euch das kurz. Ne? Das ist so diese Standard-Prägefolder, und die sind hier massiv dicker. Von dem her haben wir da einen anderen Aufbau. Und zwar können wir das uns auf der Platte angucken. Was klar ist, die grüne kommt per se mal weg. Und hier steht, also hier haben wir was mit Embossen, aber da steht nichts von 3D, sondern hier drüben, hier 3D Textured Impressions. Das heißt, hier brauche ich meine Basisplatte, das ist die hier, dann meinen 3D Embossing Folder oder Prägefolder und dann eine Acrylplatte. Das heißt, ich brauche nur eine von den beiden Acrylplatten. Und was ich jeweils mache mit diesen 3D Embossing Foldern, dass ich das Papier kurz einfach mit Wasser ein bisschen besprühe, dass es so ein kleines bisschen feucht ist. Dann bricht euch das Papier weniger, weil die Papierfasern halt ein bisschen elastischer werden, und es gibt dann auch schönere Prägungen. Das mache ich jetzt natürlich nicht beim Gerät, weil das ist am Strom angeschlossen. So, es ist einfach ein bisschen feucht. Das heißt, ich mache das Papier hier rein. Dann Platte, den Embossing Folder. Und was ich auch nicht, also ich mache das nicht hier vorne hin, weil dann hat der Mühe, das richtig durchzuziehen, sondern ich gehe da ein bisschen nach hinten, und das habe ich auch beim alten Gerät euch schon erklärt. Ich gucke, dass es nicht gerade hier liegt, weil dann hatte er auf einmal extrem viel Höhe, die er dazu nehmen muss, sondern ich winkle das immer so ein bisschen an, und das ist natürlich das Schöne jetzt mit der Platte, weil wir hier wirklich genügend Platz haben. Und dann eine Acrylplatte drauf. Und jetzt müsste der das eigentlich automatisch erkennen, sobald ich das hinschiebe. Und wenn ich höre, dass er am Ende vom Embossing Folder ist, drücke ich den Knopf, damit es wieder zurückkommt. Haben wir das schon mal. Und das Ergebnis ist der Hammer. Wie cool ist das denn? Ganz viele 3D-Herzchen. Auf der Rückseite sieht es so aus. Ich finde den Hammer. Ich habe noch einen zweiten, den ich mit einem der vorigen Big Shot bekommen hatte. Den gucken wir uns auch gleich an. Das sind hier so ganz viele Mandalas.
natürlich auch Papier wieder leicht bespritzen. Und kleiner Tipp hier, also ich finde diesen Distress Sprayer von Tim Holtz extrem cool, weil das gibt wirklich schon einen schönen Sprühnebel, ohne dass das Ding dann extrem nass wird. So, wieder normale Platte, ein bisschen, also Basisplatte, ein bisschen anwinkeln und dann das Sandwich schön reinziehen lassen. Und ihr merkt, er geht, also er wird aktiv, sobald ich ihm was gebe, und wenn er durch ist und es wieder ausgegeben hat, stellt er quasi wieder ab. Und das ist die zweite 3D-Karte. Sind leider die einzigen beiden 3D-Embossing-Folder, die ich habe, aber da muss ich mir unbedingt noch ein paar mehr beschaffen. Ich finde den Effekt extrem cool. Das zu den 3D-Embossing-Foldern, das heißt, ihr braucht die Basisplatte, ihr braucht den Folder, Papier dazwischen und dann eine von den Acrylplatten. Und da wir gerade so schön am Prägen sind, machen wir damit gleich weiter. Auch hier bespritze ich das Papier kurz ein bisschen. Und dann sehen wir auf der Basisplatte drauf für das Embossen von normalen Embossing-Foldern haben wir eine Acrylplatte, den Embossing-Folder, das Papier rein, nochmal eine Acrylplatte und die Basisplatte. Das heißt, diese Platte, eine Acrylplatte, Papier in den Embossing-Folder reinmachen. Papier ist ein bisschen größer als das, aber das kann ich dann auch noch zurecht schneiden. Dann eben gucken, hier vorne schließt er, das heißt, ich lege das so drauf. Und eben auch wieder nicht zuvorderst, sondern einfach irgendwo so ein bisschen in der Mitte, zweite Acrylplatte drauf. It's been 4 weeks since you called and I've been waiting here for you. Und ihr müsst die natürlich nicht zweimal, also hin und her spulen lassen. Die Prägung wird auch mit einmal super, aber ich finde es auch praktisch, weil ich kriege es immer wieder dahin zurück, wo ich gestartet habe. Um euch das zu zeigen, na, das ist so ein Strickmuster, was ich hier habe. Das geht eben, quasi der Aufbau gilt mit allen diesen dünnen Fodern. Ne? Als nächstes gehen wir zum Thema Framelits und Thinlits. Starten wir mal mit den Framelits. Das sind jetzt die mit dabei waren. Nehme ich hier einfach mal so ein Hexagon. Und hier sehen wir vom Aufbau her, auf der grünen haben wir hier Framelits, das heißt Acrylplatte, das Framelit, Papier unten, das heißt die Schnittkante kommt auch nach unten, zweite Acrylplatte, die grüne Auflagekarte und die Basisplatte. Das ist der Aufbau, das heißt Basisplatte, grüne Auflegekarte. Dann nehme ich eine Acrylplatte und die wird ab jetzt immer so liegen, dass die Abdrücke, die Schneidabdrücke hier drauf gehen. Das heißt, die werde ich immer für unten verwenden. Und kurz einfach ein 200 Gramm Papier, macht das Thinlit drauf. Und dann die zweite Platte drauf. Habe ich zu früh zurückgespult, kein Thema. Da muss ich das Gespür noch ein bisschen viel kriegen. Ne? Ich lege das jetzt einfach nochmal so drauf.
Eigentlich hört man auch, wenn er durch ist. Es macht so einen Klack, weil er quasi bei der letzten Kante durch ist. So, und jetzt haben wir das perfekt geschnitten, inklusive Klebestreifen. Kein Thema, weil das nicht so gut klebt, kriegt man das wunderbar ab. Wunderbar geschnitten, Framelits, gar kein Thema. Was ich hier auch noch kurz gucken wollte, weil ich mag meine magnetische Matte eigentlich extrem gerne. Ne? Die hier. Manche mögen es nicht, weil die Magnete, man sieht so ein bisschen, wo die Magnete platziert sind. Und wenn man das was irgendwo platziert, wo das Magnet nicht ist, kann es manchmal sein, dass das Ganze so ein bisschen herumspringt. Ich hatte damit bis jetzt kein wirkliches Thema. Von dem her wollte ich die auch kurz nutzen. Das heißt, magnetische Platte, dann meine Schneidematte, dann mein Framelit und dann oben die andere Platte. Und dann spulen wir das Ganze durch. Und wenn ihr ein Thema damit habt, dass sich diese Platten wölben, ich drehe die quasi bei jeder Nutzung, drehe ich die in die andere Richtung. Ihr seht, meine ist wirklich schön flach und die ist echt schon oft genutzt. Das heißt, je nachdem, in welche Richtung sich die wölben, die geht jetzt eher in die Richtung, deshalb habe ich sie eben so drauf, damit der Druck da drauf geht. Und ja, könnt ihr die auch wenden und von der anderen Seite verwenden. Ne? Aber nur so zum Zeigen, das hat das alles wunderbar geschnitten, auch eben mit den anderen Platten. Und was wir uns vorher nicht angeguckt hatten, war das mit dem Prägen. Gucken wir auch noch kurz an. Hier Standardplatte, Auflegeplatte, weil es ist eine dünne, ein dünner Prägefutter und dann die zweite Acrylplatte drauf. Das lasse ich jetzt mal ganz durchkurbeln, weil ich hier nahe am Ende des Brettes bin. Und wunderbar embossed. Ohne Probleme. Und der Vollständigkeit halber machen wir auch noch kurz den 3D-Folder mit der anderen Platte. Das heißt auch hier Prägeplatte. Eine von den Acrylplatten brauchen wir nicht, weil der eben dick ist. Das hier drauf, ein bisschen anschrägen. Eine Acrylplatte drauf. So lassen wir es reinspulen. Ihr seht auch, das hat wunderbar funktioniert. Also bis jetzt alles, was ich euch mit den großen Platten gezeigt habe, geht eben auch mit den normalen Platten. So, das waren jetzt die Framelits, die ich euch gezeigt habe. Was ich auch noch kurz gucken wollte, einfach ein Framelit, das ich schon hatte und was so Stitched Lines drin hat. Die finde ich auch extrem cool. Das heißt, ich habe eigentlich quasi fast in allen Standardformen auch immer eine mit den Stitched Lines. Gleicher Aufbau hier, das heißt die graue Basisplatte, die grüne Platte drauf, eine Acrylplatte drunter, hier das Cutting Die drauf, zweite Acrylplatte drauf und so spulen wir das Ganze rein. Und ihr seht, Stitched Lines, alles wunderbar. Die hat sogar ein bisschen mehr Druck als meine bisherige Big Shot
weil was ich normalerweise nicht habe, ist, dass ich die inneren Kanten hier, dass ich die auf dem Papier sehe. Hier sehe ich das aber. Also, was Druck angeht, kann man echt nicht meckern. So, jetzt Thinlits. Und die sind jetzt nicht so extrem filigran. Was haben wir da? Was ist ja die Waldfee? Das klebt richtig hier drauf. Mal ein paar Blüten. Oh meine Güte. So. So eine kleine. Und noch ein anderes Blatt. Haben wir mal 4 Stück. Jetzt für die Thinlits steht Acrylplatte, Papier, Stanze, Acrylplatte, Auflegeplatte, Basisplatte. Was ist jetzt der Unterschied? Bei den Framelits war das Papier unten, das Framelit oben, das heißt die Schneidekante hat nach unten geguckt. Bei den Thinlits sagen sie, dass es besser ist, wenn die Schneidekanten nach oben gucken. Für mich ist es aber irgendwie unlogisch, weil ich dann nichts sehe. Von dem her, die gleiche Empfehlung gilt auch mit der Big Shot, habe ich bisher nicht gemacht. Von dem her werde ich das jetzt auch nicht machen, sondern ich mache den Aufbau ganz einfach so, wie ich mir das gewohnt bin. Das heißt, bei mir gucken die Schneidekanten nach unten. So. Zweite Acrylplatte drauf. Gucken, dass das Ganze sich nicht verschiebt und durchlaufen lassen. I hope it's not too late. I want you back here with me. Stanzen lassen sich wunderbar rauslösen und geschnitten hat es das Ganze wunderbar. Ihr seht, absolut sauberes Ergebnis. Und das ist ein 200 bis 220, ich weiß es nicht genau, glaube ich 220 Gramm Papier. Absolut perfekt geschnitten. Jetzt haben wir ja noch eine dritte Form. Das heißt, für Intricate Dies sind solche, die extrem viele Details haben. Und es hat hier eine dabei. Ich will aber nicht die testen, sondern eine, wo ich schon weiß aus der Vergangenheit, dass das eine Stanze ist, wo es extrem schwierig ist, dass die gut schneidet. Da sagen sie, eine Acrylplatte, dann mein Thinlit, dann das Papier, dann hier gibt es eine Platte. Die kommt nicht mit, die kann man separat kaufen. Die heißt Precision Base Plate. Das ist die hier, dann die grüne Auflegekarte und die Basisplatte. Wir machen das jetzt mal genauso, wie die das zeigen. Das heißt grau, grün, die schwarze, dann das Papier, dann die Feder mit den Schnittkanten nach unten und dann, Moment, genau, noch eine Acrylplatte. Das war die, die ich verwendet habe, um reinzuschneiden. Das heißt, die nehme ich nicht, sondern die hier. Jetzt können wir das auch ein kleines bisschen anwinkeln. Einfach so, dass es nicht rausguckt, aber dass ich oben so ein bisschen Winkel habe, wenn ich das reinspule. We never should have said it's better this way. Und dann könnt ihr jeweils euer Cutting Die oder das Schnittergebnis angucken und dann seht ihr eigentlich schon drauf, ob das richtig geschnitten hat, und ich bin hier zuversichtlich, dass das richtig geschnitten hat. Dann können wir das hier kurz einfach
die Stücke rausrollen. Ein super Tool, da müsst ihr die ganzen einzelnen Stücke nicht einzeln rauspulen, sondern einfach ein bisschen mit dem Rädchen drüber und die ganzen Einzelteile sind hier raus. So seht ihr es vielleicht am besten. Und dann haben wir hier so kleine Löchlein, wo wir das Papier quasi anheben können. Ich mache das jetzt hier hinten. Naja, vielleicht doch besser von oben. Machen wir es so. Ich möchte da möglichst nicht dran ziehen, sondern eigentlich gucken, dass das von alleine rauskommt. So, jetzt sollte es gehen. Wunderbar. Ihr seht so vielleicht, wie filigran das ist und das hat absolut perfekt geschnitten. Wir gucken uns jetzt kurz noch an, ob das auch funktionieren würde, wenn ich das ohne das Precision Plate mache, sondern mit einem ganzen normalen Aufbau, wie ich andere Thinlits schneide. Das heißt, Basisplatte, grüne Platte, Acrylplatte, Papier, Thinlit und die zweite Acrylplatte. Gucken, dass da nichts dran klebt. Wunderbar. Spulen wir das mal durch. Es hängen noch ein paar kleine Teile drin, aber die kann ich ganz einfach rausstoßen. Und das war wirklich ein Thinlit, wo ich mit der Big Shot wirklich Mühe hatte, ein gutes Resultat hinzubekommen. Aber anscheinend ist hier der Druck doch größer, so dass das wunderbar auch ohne Präzisionsplatte funktioniert. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das mit der Zeit einfach ein bisschen schlechter wird, wenn die Abnutzung vom Gerät dann doch größer ist. Dann könnt ihr, wie gesagt, mit dieser Präzisionsplatte arbeiten. Oder ein Trick, den ich auch gerne verwende, ich nehme da jeweils dieses Verpackungsmaterial. Das heißt, ich würde die Basisplatte nehmen, die grüne Platte, dann die Acrylplatte, das heißt ganz normale Thinlit-Aufbau. Anstatt dass ich jetzt das Papier drauflege, würde ich jetzt von diesem Plastikmaterial drauflegen, dann das Papier drauflegen, dann die Stanze drauflegen und dann die zweite Acrylplatte drauf und das so durchspulen lassen. Und seht ihr, dass es sogar in dieses Material reingeschnitten hat. Von dem her bin ich extrem zuversichtlich, dass das wunderbar geschnitten wurde. Und auch hier haben sich alle Teile wunderbar rauslösen lassen. Also diese drei Varianten. Entweder ihr macht den normalen Aufbau für die Thinlits oder den Aufbau mit der Präzisionsplatte oder wenn es mit den Thinlits nicht funktioniert oder mit diesem Aufbau hier nicht funktioniert und ihr keine Präzisionsplatte habt, dann könnt ihr immer noch das versuchen mit so einem Verpackungsmaterial darunter zu machen. Noch kurz ein Punkt bei den Framelits haben sie gesagt, die Schneidekante nach unten und bei den,
Ich habe jetzt schon wieder Chaos auf dem Tisch, ne? So, hier. Bei den Framelits haben sie gesagt, Schneidekanten nach unten. Das heißt, das hier ist ein Framelit. Das heißt, Schneidekante würde nach unten kommen und deshalb auch das Papier unten liegen. Bei den Thinlits sagen sie es umgekehrt. Das heißt, die Schneidekante guckt nach oben und das Papier drauf. Aber, also ihr könnt es machen, ich mache es nicht. Für mich funktioniert es auch ohne gut. Aber was ihr nie machen dürft, ist, dass ihr den Aufbau hier mit Framelits macht, weil die verbiegen euch. Also ne, Framelits immer Kante nach unten. Das heißt Papier unten und dann das Framelit drauf. Bei Thinlits könnt ihr es überlegen, ob ihr es so machen wollt oder quasi so durchspulen wollt. Was es jetzt auch noch geben würde, sind die Bics. Die habe ich ich habe eine, aber ich musste feststellen, als ich das Video vorbereitet habe, war ich schon im Studio und ja, anscheinend liegt das eine, was ich habe, liegt zu Hause im Keller. Von dem her habe ich die nicht. Ich hatte euch das in meinem ersten Sizzix oder Big Shot Video gezeigt. Das sind solche Platten hier und da drinnen sind Metallkanten drinne und obendrauf liegt Schaumstoff. Das heißt, mit denen könnt ihr tatsächlich auch dünne Graupappe problemlos schneiden. Also für dicke Materialien könnt ihr die verwenden und die verwendet ihr so, weil die haben eine ordentliche Dicke. Also die sind so dick wie diese Platte hier. Und deshalb verwendet ihr dafür überhaupt keine Basisplatte, sondern nur die 2 Acrylplatten. Das heißt, ihr macht eine Acrylplatte drunter, packt das Bics drauf, dann das Material drauf und die zweite Acrylplatte und spult es so durch die Maschine durch. Das heißt, hier braucht ihr keine Basisplatte dafür, sondern nur die 2 Acrylplatten. Na? Das leider als Trockenübung. Wie gesagt, sie liegt irgendwo zu Hause im Keller, weil ich sie nie verwendet habe. So, dann gibt es ja noch weitere Spielereien. Und zwar habe ich hier das Dimensional Cutting Pad. Und da ist es so, dass ihr, komm raus, extrem coole Sache von Tim Holtz. Diese Platte hat hier in der Mitte eine Einbuchtung und zwar von beiden Seiten. Das heißt, die Platte selber ist gleich dick wie die Acrylplatte, oder wie so eine Acrylplatte. Und die ist von allen Seiten angeschrägt. Das heißt, die könnt ihr dann so platzieren, wie ihr das gerade braucht. Wofür ist diese Ausbuchtung? Moment. Ich habe hier zum Beispiel einen Schmetterling. Meine Kamera hat sich kurz verabschiedet. Ich weiß gerade nicht wann, von dem her fange ich nochmal an. Ich habe hier die Magnetplatte, eine Acrylplatte und da die ja gleich dick ist wie eine Acrylplatte, brauchen wir keine zweite Acrylplatte. Ich habe den Schmetterling auf dem Papier platziert, den kurz festgemacht, damit der nicht verrutscht. Und dann habe ich geguckt, dass die Mitte von diesem Schmetterling hier schön in dieser Linie drin ist. Habe das umgedreht und einfach auch kurz mit 2 Kleber festgemacht. Und jetzt können wir das so, weil hier überall die Kanten angeschrägt sind, kann ich die auch in alle Richtungen reingeben. So gebe ich das jetzt in die Maschine rein und dann seht ihr dann auch, was passiert. I hope it's not too late. I want you back here with me. Guck hier kurz, dass die ganzen Einzelteile rausgehen. Respektive, es gehen noch nicht alle raus, aber wenn ich jetzt das Cutting Die wegnehme, die einzelnen Teile hier noch rausnehme, Moment. Dann seht ihr, dass ich hier die Flügel aufstellen kann und da, wo die Platte war,
hängt der immer noch fest. Kann ich hier so die Flügel hoch machen. Hier den Schmetterling auch noch kurz ausschneiden. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living. Und gucken, ob er von selber rauskommt. Nee, helfen wir dem ein bisschen. Kann ich den rauslösen. Und wenn ich jetzt ein bisschen Kleber nehme, kann ich den in der Mitte auf den anderen draufkleben, dass das schön passt. Und dann kann ich quasi beide Flügel so ein bisschen anheben und habe hier eine extrem coole Karte, die ich dann auf einer Kartenbasis drauf machen könnte. Aber so habt ihr dann diesen Effekt. Geht natürlich nicht nur mit Schmetterlingen, geht auch mit anderen Sachen. Sagen wir mal, ich habe hier so eine kleine Mailbox und ich möchte, dass das hier auf dem Papier ausgeschnitten wird, aber nicht alles. Jetzt kurz gucken, dass es gerade und ungefähr mittig ist. Ich will, dass nicht alles geschnitten wird, sondern ich will hier unten, dass das auf der Karte drauf bleibt. Das heißt, dann würde ich gucken, dass die Linie hier unten abschließt mit dem Cutting Die. Mache ich das auch kurz ein bisschen fest, damit mir das nicht verrutscht. Dann auch wieder Magnetplatte, Basisplatte. Dann hier dieses Dimensional oder diese Acrylplatte. Dann spulen wir das so durch. Ich war nicht so genau mit dem Platzieren. Es hat es teilweise ein bisschen geschnitten. Da hätte ich ein bisschen weiter hochgehen müssen. Kannst du mal probieren. Moment. Beim ersten Mal hat es nicht ganz funktioniert. Es ist ein bisschen verrutscht. Von dem her gehe ich jetzt von der anderen Seite rein. Das heißt, ich spule das so durch. Jetzt sieht es definitiv besser aus. Das heißt, ich kann das rausnehmen und trotzdem kann ich so ein Pop-up-Element machen. Hängt das unten noch. Ich sehe den Abdruck, aber es hat nicht durchgeschnitten. Dadurch, dass ich durch diesen Schlitz weniger Druck hier drauf habe, presst es das weniger rein und dadurch wird es hier auch nicht ausgeschnitten. Und so könnte ich so ein Pop-up-Element machen, was ich auch ganz cool fände, zum Beispiel, wenn ihr irgendetwas auf der Seite quasi platziert und das quasi dann als Verschluss verwendet, um irgendetwas anderes reinzumachen. Also Verschluss zum Beispiel von der Box oder so, fände ich auch ganz cool, wenn man das dann so macht, weil ich kann ja was reinmachen und das hält hier fest. Ja, sowas könnte ich mir auch extrem gut vorstellen. Es gibt ganz viele Spielereien mit dem hier. Wie gesagt, das kommt nicht mit der Maschine mit, das habe ich mir separat gekauft, aber ich fand das so eine coole Sache, das wollte ich unbedingt haben, um damit so ein bisschen spielen zu können. Eine weitere Spielerei, die es gibt, sind solche Silicone Rubber Mats. Und die dienen dazu, dass ich Stanzen verwenden kann, um zu prägen. Mal gucken, ob ich es richtig verstanden habe. Fürs Schneiden oder für Stanzen würden wir ja die Platte verwenden. Die nehmen wir jetzt mal weg und nehmen nur die normale Platte. Ah, hier ist es sogar für Embossing. Das heißt, Basisplatte, Acrylplatte, dann mein Cutting Die. Das wäre das hier. Dann mein Papier.
Dann die Rubbermatte. Okay, ich sehe es. Eigentlich müsste da ein Metallschienen, also es gibt eigentlich noch so eine Metallplatte. Die habe ich jetzt aber nicht. Was machen wir? Ich versuche es jetzt trotzdem mit der zweiten Platte mal gucken, was da draus wird. Probieren geht über Studieren, sage ich immer. Und das Schöne ist auch, wenn der jetzt irgendwann das Gefühl hat, das ist zu dick, dann sagt er das auch und nimmt es gar nicht rein. Oder wenn es zu dünn ist, kann er es nicht greifen und dann zieht er es auch nicht durch. Also ihr seid da, also viel kaputt machen kann man da eigentlich nicht. Cutting Die ist schon rausgekommen. Ist ja geil. Ist ja richtig cool. Es hat embossed. Also da ist nichts geschnitten. Aber der kleine Pinguin ist ins Papier embossed. Das finde ich schon mal richtig cool. Ne? Also bei mir hat es jetzt funktioniert. Ich habe es nur einmal durchgespult, nicht zweimal. Basisplatte, Acrylplatte, dann das Cutting Die, dann das Papier, sowas drauf, ne? Dann das Rubber Pad und dann die zweite Acrylplatte. So hat das bei mir funktioniert, dass ich ein Embossing habe und das nicht durchgeschnitten wurde. Eine weitere Spielerei, die ich nicht habe, ist Embossing Diffuser. Das sind relativ dicke Plastikteile und da könnt ihr entweder nur den Rahmen verwenden, dann wird das hier, was weiß ist, also da wo kein Plastik ist, wird dann nicht embossed. Die könnt ihr nicht mit den 3D-Foldern verwenden, sondern die verwendet ihr mit diesen hier, mit den dünnen, wo ihr das dann drauf macht und dieses Muster würde dann hier, wo das Oval ist, würde ganz einfach da nicht geprägt. Das heißt, wenn ich mir die Karte angucken würde, dann wäre hier der Teil nicht geprägt, was ich eine extrem coole Sache finde, für wenn man Stempel dann schön da platzieren will und aussehen tun die dann eben so, dass ringsherum quasi embossed ist. Oder geprägt ist und da, wo eben kein Druck entsteht, dadurch, dass hier kein Plastik inne drin ist, bei allen dreien, wird da dann nicht geprägt. Das würdet ihr so machen, dass ihr eure Base nehmt. Von den Acrylplatten braucht ihr nur eine, weil der Diffuser auch schon diese Dicke hat. Und dann würdet ihr das Papier in euren Embossing-Futter reinmachen. Den Diffuser macht ihr, Moment, genau, den Diffuser macht ihr oben drauf und dann die Acrylplatte drauf und dann spult ihr das so durch und dadurch, dass es dann in der Mitte, wo die Ausbuchtung ist, keinen Druck hat, würde es da dann auch nicht embossen. Das ist die Idee. Aber ich kann es euch leider nicht zeigen, weil ich keine von diesen Diffusern habe. So, auf meinem Tisch habe ich jetzt ein ziemliches Chaos, aber ich wollte euch einfach alles mal zeigen, dass ihr das auch seht, dass die wirklich einwandfrei funktioniert und eben ohne, dass ich hier die ganze Zeit kurbeln muss, sondern einfach reingeben. Sobald er das erkennt, zieht er das durch. Ich kann mit der Switch das ganz einfach wieder zurückspulen lassen. Das heißt, ich brauche hinten auch jetzt nicht den ganzen Platz, dass ich die große Platte rausnehmen muss, sondern ich kann die einfach wieder zurückspulen lassen. Dass ich eben das Ganze auch mit den Platten von den anderen Sizzix Stanz- und Prägegeräten verwenden kann. Das ist ein Vorteil. Und
Ne, ich könnte eben die kleinen Platten verwenden oder, was ich an den großen halt einfach auch cool finde, ich kann da ein großes Papier drauf machen, ganz viele verschiedene Stanzen drauf machen und das in einmal durchspulen und wieder zurückspulen. Dadurch bin ich natürlich auch schneller, als wenn ich immer nur diesen kleinen Bereich, ne, das ist die Hälfte davon, den verwenden muss. Und was ich auch ganz cool finde, jetzt auch beim Embossen, sagen wir mal, ich habe eine Karte und wenn ich jetzt nur die Vorderseite embossen will, dann ging das ja nicht, weil ich kann es ja nicht, also ich kann es ja nicht drumherum legen und mit der kleinen war das die einzige Möglichkeit halt, aber das sieht wirklich nicht schön aus, wenn ihr das ausprobiert. Jetzt mit der großen Fläche kann ich ganz einfach, ich muss das nicht umklappen, sondern, ich mache die kurz hier vorne ein bisschen feucht. Dann ist das meine Vorderseite. Dann kann ich das hier in den Embossing-Folder reingeben. Gucken, dass die Kante schön mit der Kante von meiner Karte abschließt. Kann ich das so reinlegen. Dann das auf die Platte machen. Bisschen schräg. Da habe ich überall noch genug Platz. Eine Acrylplatte drauf. Und dadurch habe ich jetzt nur eine Seite von meiner Karte embosst und habe so schnell eine Karte gebastelt. Man könnte noch ein bisschen sauber arbeiten, dass das hier richtig schön abschließt, aber nur um euch das zu zeigen, ne? Vorher hätte ich da jeweils eine Auflegekarte machen müssen, aber so kann ich quasi auch eine Karte easy embossen und habe halt einfach durch den größeren Platz, den ich zur Verfügung habe, ja, kann ich die so durchspulen, dass die offen durchgeht. Das ist eine extrem coole Sache. So, das war jetzt alles, was ich euch heute erzählen wollte, nämlich euch das Gerät vorstellen, euch eben auch zeigen, dass ihr die alten Platten von der Sizzix Big Shot verwenden könnt, wie die ganzen verschiedenen Aufbau funktionieren, wenn ihr mit 3D-Folder arbeitet, wenn ihr mit normalen Folder arbeitet, wenn ihr mit Framelits arbeitet, mit Thinlits arbeitet, die Präzisionsmatte, wenn ihr embossen wollt mit euren Thinlits, die Dimension hier mit dem Strich dazwischen, dass ihr die verwenden könnt, die Embossing-Platte, ja, ich glaube, ich habe so ziemlich alles gezeigt, was ich zeigen konnte. Wie gesagt, die Bigs konnte ich nicht zeigen, weil die irgendwo bei mir im Keller liegt, weil ich die nicht verwendet habe. Und ich hatte nur eine solche, die mit der Big Shot mitgeliefert wurde. Das konnte ich euch nicht zeigen. Und die Embossing Diffuser, wo es eine Aussparung geben würde, die konnte ich euch auch nicht zeigen, weil ich auch das noch nicht habe. Da überlege ich mir echt auch solche zu kaufen. Ja, mal gucken. Aber ich glaube, das Ziel ist erreicht, dass ich euch zeigen konnte, dass die wirklich super einwandfrei funktioniert. Sie ist auch wirklich nicht laut, finde ich. Und für mich jetzt, ich finde es wirklich praktisch, dass ich diese ganze Kurbelei nicht mehr habe, sondern einfach hier Knöpfchen drücken, einmal vor und zurück und gut ist. Also ich bereue es definitiv nicht, dieses Gerät gekauft zu haben. Und ja, ich hoffe, das war hilfreich für euch, dass ihr jetzt so ein bisschen besser seht, was diese Maschine machen kann, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr vielleicht selber Lust habt, euch so ein Gerät zu kaufen. Und das Ganze ist hier nicht gesponsert, das habe ich selber gekauft. Ich wollte es euch einfach zeigen. Und ja, ich hoffe natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! Rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living